Die Schriftzüge von Mr. Paradox Paradise findet man überall, selbst auf Häuserdächern. Unermüdlich malt er seinen Namen. Ich kann gar nicht ohne Kunst, ich kann keinen normalen Job machen. Das ist wofür ich geboren bin und warum ich noch einen dritten Film gemacht habe. Und dieser Film setzt neue Maßstäbe. Auf dem Höhepunkt seines Schaffens veröffentlicht der wohl radikalste Abseilkünstler der deutschen Hauptstadt sein vorläufiges Lebenswerk. Dieser Film wird auf jeden Fall der beste Graffiti-Street-Art-Porträtfilm, verrückteste auf jeden Fall, den es jemals auf dieser Welt gab. Auf jeden Fall der illegalste und gefährlichste. Also bitte nicht nachmachen. Spiritual Letters zeigt die lebensgefährlichen Kunstaktionen in cineastischem Hochglanz. Das Besondere an diesem Film ist, die Aufnahmen sind absolut unique. Und es ist was sehr Deepes und sehr Persönliches über mich. Man lernt mich besser kennen und man sieht, wer hinter diesen Actions steckt. Ein Getriebener, der seit 15 Jahren illegales Graffiti malt. Nicht ohne Folgen. Der Film offenbart sein Innenleben, das geprägt ist von Misstrauen und Zweifeln an dieser Welt. The world is one big confusion. I mean, big city life and false values can distract one from the right path very quick. The society is not able to see the truth anymore. Deshalb lautet seine Mission, die Wahrheit in die Welt zu bringen. Mit Sprüchen über die Pharmaindustrie, 5G oder die Medien. Seine Kunst soll mehr sein als reine Kalligraphie. Doch mit genau dieser ist er in der internationalen Kunstwelt angekommen. Diese komplette Fassade durfte Paradox legal bei Tageslicht bemalen. Die Polizei musste wieder abziehen. Ich habe einen Kalligrafie-Style entwickelt, den es noch gar nicht gibt. Sachen, Elemente, Formen, sehr intuitiv und sehr einzigartig. Und dieser Style ist im Laufe der Jahre filigraner geworden. Seine Schriftzüge haben kaum noch etwas mit dem aggressiven Picasso-Stil aus den frühen Zeiten seiner Berlin Kids Crew zu tun. Illegal ist es immer noch. Es ist schon ein Risiko, immer vor Polizei wegzurennen und es stresst einen auch mental. Ich bin mittlerweile auf dem Level, dass ich sage, ich kann nicht erwischt werden, aber das kann man nicht sagen, weil das ist halt eine Sache von Professionalität und das kann nicht jeder. Da gibt es Geheimnisse, die ich nicht sagen will, wie ich auf die Dächer komme, aber es ist auf jeden Fall professioneller Scheiß. Ein paar Geheimnisse verrät er im Film. There's a lot of effort that goes into my art that the public don't see. Here are just a few items from my log collection, you can see. I've been manipulating logs for 10 years. It's a very important skill to have if you want to explore the city, you know. Here are a lot of rooftop keys, a lot of blank keys, fake keys. I need them, you know. Action like this requires a lot of time, knowledge and skill. I don't want to break the log or destroy the log, but manipulating the inner workings, I prefer the gentleman ways in, you know. Damit verschafft er sich unbemerkt Zutritt zu fast allen Dächern der Stadt. Gefilmt werden diese Aktionen mit atemberaubenden Drohneneinsätzen.
Drohne fliegen, beziehungsweise Racer-Drohne fliegen ist sehr, sehr schwer. Es kostet sehr, sehr viel Geld, ist einer der teuersten Hobbys, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Und ich habe das extra gelernt, damit ich es selber kann, weil ich denke, man muss alles selber können. Jede Flugszene, in der Paradox nicht zu sehen ist, wird von ihm selbst gefilmt. Drohnen und Kameras im Wert von über 25.000 € sind ihm bei solchen Einsätzen bereits abgestürzt. Diese Aufnahmen sind hochgradig illegal. Für diese Shots kriegst du keine Drehgenehmigung. Es ist einfach sehr riskant, auch sowas zu machen. Und ich kann es ja auch und ich brauche keinen Führerschein für eine Drohne, ich brauche keinen Führerschein für ein Auto, weil ich kann fahren. Und ich bin mir bewusst über das Risiko und ich will das, weil ich ein Perfektionist bin, will das gut können. Deswegen bereite ich mich gut darauf vor und dann klappt es auch. Es gibt auf jeden Fall viele Ängste. Ich habe keine Angst vor Polizei, ich habe keine Angst vor keinen Schläger, keine Mafia. Mir ist alles egal. Am meisten Angst habe ich, ich glaube, vor einem gewissen Zustand, den ich zu kämpfen hatte oder noch habe manchmal. Ja, Love, Art, Hate, Drugs. Also ich kann nur den Leuten empfehlen, keine Drogen zu nehmen, immer clean bleiben, Sport zu machen. Seine gesamte Energie widmet er der Kunst. Und findet dabei immer neue Ausdrucksformen. Im Moment arbeitet er in einer seiner geheimen Werkstätten an überdimensionalen Versionen seiner spirituellen Buchstaben. Ich stelle die Buchstaben aus leichtem Material her. Findet man oft auf Baustellen, es sind Dämmplatten. Ich schneide die mit einer Hand-Heißradmaschine. Es ist sehr aufwendig und kostet sehr viel Zeit. I am always trying to create new forms, complex forms. To me, beauty feels like a code captured in patterns of nature, like symmetry, geometry, fractals. It's everywhere. I sense it and capture it in my lines. If you can tune in and feel it, you can read the emotions in the lines that I do. I have unlimited styles floating in my thoughts. It's crazy, they vibrate in my body and spirit. It's time to release it all. Die fertigen Skulpturen verteilt er dann in der gesamten Stadt. Gar nicht mal so einfach. Selbst der Transport ist so ein großes Thema. Also ich habe Buchstaben jetzt gemacht, die sind 3 Meter groß, höher als ich. Und da musst du halt mit anderen Techniken arbeiten. Es war jetzt ein langer Prozess und ich habe mich praktisch ein halbes Jahr lang eingesperrt, um die richtigen Techniken zu finden, um meine Skulpturen auf die Straße zu bringen. Oft werden die Skulpturen nach nur wenigen Tagen gestohlen. Es ist halt ein enormer Aufwand, den ich hier betreibe. Man gibt so viel Geld aus, aber es ist praktisch nur für mich und für die Straße. Berlin ist meine Galerie und wenn ich jetzt überlege, dass ich auch von meiner Kunst lebe und leben will, weil das das Einzige ist, was ich mache und machen kann, verkaufe ich international Kunst und genau, und dann fertige ich so Leinwände wie die da hinten rechts in der Ecke an. Die leicht zerbrechlichen Objekte aus Harz und Acryl verkauft er für mehrere tausend Euro an Sammler weltweit. Es ist wirklich echte, pure Kunst und ich fühle mich nicht, als ob ich was Illegales tue und es ist mir egal, ob die Leute eigentlich mein Gesicht kennen oder nicht jetzt, aber ich will trotzdem mehr oder weniger anonym bleiben, weil es muss ja nicht jeder wissen, wer ich bin und was ich mache. Das ist auch besser so. Denn ab und zu bemalt Paradox ganze Hausdächer. Ground Calligraphy ist zwar weniger gefährlich, aber immer noch illegal.
Das gibt es schon in China, aber das halt in diesem Kontext zu machen, ist schon mehr oder weniger was Neues. In China wird allerdings mit Wasser auf staubigen Pflastersteinen geschrieben. Das ist für mich auch eine Art Sport. Das ist sehr anstrengend, das zu machen. Es dauert 3 bis 4 bis 5 Stunden und man braucht 20 bis 30 Liter für ein großes Bild, für ein kleines 10 Liter. Doch sehen kann diese Bilder niemand, außer man sucht sie mit den richtigen Koordinaten bei einem digitalen Kartendienst. It's for myself, you know, it's only for myself. It's 35 meters, and this is forever, you know. And it's for the aliens, you can see it, you can see it from the sky. Like a crop circle, like a message from above. Das mit den Aliens ist kein Scherz. Paradox glaubt an Außerirdische. Und so manches mehr. Ich mache wirklich meine Recherche gut und ich würde nicht claimen, dass es Außerirdische gibt, wenn es sie nicht geben würde. Ich stehe auf jeden Fall voll dahinter und es passieren viele Sachen, die paranormal sind, es passieren viele Sachen, die unter den Tisch gekehrt werden. The strategy was that first the Russians were the enemy, then terrorists would be identified, then third world countries. Man, bro, the world is fucking blind, man. What's happening in this world is crazy. You cannot believe this. What is really happening? How much secret programs are running? Man, this is so crazy. How few people are ill. How few people are homeless. How few people are terrified of the future. These are the measurements of a success of society, surely, not more and more and more. Was sich hier im Film nach einer oberflächlichen Systemkritik anhört, stammt von einem radikalen Verschwörungstheoretiker, der an Geheimbünde glaubt, die Kinderblut trinken. Auch Paradox ist auf seiner spirituellen Suche nach Wahrheit diesen kruden Theorien verfallen. Das ist alles kein Bullshit, ja, also dieses Bluttrinken und so, das ist alles real, die Leute sollen sich informieren, es wird generell nicht viel darüber geredet, es wird lächerlich gemacht. Sein Misstrauen sitzt tief. Eigentlich habe ich das schon als Kind gemerkt, als ich 8 Jahre alt war, habe ich schon meinem Vater gesagt, ich hasse diese Welt, ich mag es nicht, wie das funktioniert, ich wollte nicht zur Schule gehen. Ich glaube, manche Kinder werden geboren mit einer speziellen Aufgabe. Ich würde sagen, ich bin da sehr angreifbar. Ja, das ist auch was ich mir nicht ausgesucht habe, aber ich habe diese Aufgabe. Ich fühle mich dazu beauftragt, diese Message zu spreaden und in meine Kunst einfließen zu lassen. Nicht ohne Konsequenzen. Er hat sich von vielen ehemaligen Vertrauten getrennt und steht mit seinen Ansichten fast alleine da. Sein Seelenheil findet er außerhalb der Stadt. Ich habe meinen Frieden und meine Ruhe im Surfen gefunden, im echten Weltsurfen. Das ist für mich das Paradies. Ich will am Ende einfach nur surfen, reisen, die Welt sehen und auch keinen Stress mehr haben mit Polizei. Und deswegen will ich meine Kunst auch in Galerien bringen und ins Ausland, international. Und es wäre schade, dieses Talent zu vergeuden. Das wäre in der Tat schade. Wir hoffen sehr, dass Paradox möglichst bald ganz legal in unsere Realität zurückkehrt.